Kennst du das? Seit Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren durchlebst du immer denselben Alltag und langsam verspürst du eine innere wachsende Leere in dir, wo man sich fragt, warum mache ich das? Bin ich zufrieden? Ist das das Ende? Diese Gedanken sind bei vielen Leuten aus der heutigen Zeit sehr präsent, dass es sogar in fiktiven Geschichten thematisiert wird, worunter auch der Protagonist von dem Manga One Punch Man dazu zählt. Saitama. Wer er ist, was er ausmacht und warum er so beliebt ist, möchte ich euch heute näher bringen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, mein Name ist Andi, ich bin Student und daran interessiert, mit euch das Beste aus unserem Leben rauszuholen. Aber zunächst geht es nicht um mich, sondern um ihn hier. Nach einem Vorfall zwischen einem Jungen mit einem massiven Doppelkinn und einem Krebsmonster, wo er Mut und Aufopferung unter Beweis stellte, hat er sich zur Aufgabe gemacht, der stärkste Held auf dem Planeten zu werden. Viele Liegestütze, Kniebeugen, Sit-Ups und gerannte Kilometer später besaß er nun die Kraft, alles mit einem einzigen Schlag zu besiegen. Aber zum Preis seiner Haare. Oh Mann. Die weitaus schwerwiegenderen Folgen, mit denen er aber nun leben muss, veränderten alles. Vielleicht denkt ihr euch, dass Saitama wie bei vielen Heldengeschichten viele Follower hat, Fans hat, die seine Aufmerksamkeit wollen und für seine Heldentaten geschätzt werden. Nope, not at all. Denn obwohl er diese unermessliche Kraft hat, alles zu seinen Gunsten zu verändern, ist er gefüllt mit Unzufriedenheit, Langeweile und Depression. Aber warum? Seine Kraft wurde ihm zum Verhängnis. Das Feuer in ihm, seine Motivation, sich zu stärken und für das Gute zu kämpfen, ist erloschen. Sein Ziel hat er erreicht. Er hat das Spiel quasi durchgespielt. Wie bei einem Videospiel, was nach einer Zeit mit einem overpowerten Charakter langweilig und zu einfach ist, ergeht es nun Saitama, aber mit seinem gesamten Leben. Denn zu der Einsamkeit, die er zuvor bereits hatte, ist die Ziellosigkeit und Langeweile dazugekommen, dass die Depression noch stärker wurde. Stellt euch mal vor, während er von einem Riesenkäfer verprügelt wird, denkt er nur an die Aktionspreise vom Supermarkt, weil es wirklich das Einzige ist, was ihn interessiert. Er lebt ein Leben ohne jegliche Erfüllung. Wenn man nochmal darüber nachdenkt, ist er eigentlich so wie du und ich. Ein ganz normaler, vielleicht ein bisschen merkwürdiger Typ, isoliert in seinen eigenen vier Wänden, aber mit einem aufrichtigen Herz Gutes zu tun. Und dieser Struggle ist es, glaube ich, was Saitama so sympathisch und nachvollziehbar macht. Oder was meinst du? Wenn es einen Charakter gibt, mit dem du dich besser identifizieren kannst, schreib es mal in die Kommentare rein und bei einem Abo wirst du es auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ich über ihn reden sollte. Aber zurück zu Saitama. Auch wenn diese Story echt anime-mäßig over the top ist, finde ich, man kann sich in diesem Charakter echt gut hineinversetzen. Oder nicht? Ich kann nur von mir sprechen, dass ich nach meiner Schulzeit mit dem Beginn eines dualen Studiums echt aufgeregt gewesen bin, neue Dinge zu lernen und mich nur auf die Fächer zu konzentrieren, die mir Spaß machen. Kein Deutsch mehr. Yes! Keine 2 Monate später hatte ich keine Lust mehr, um 5 Uhr aufzustehen und nur um zur Arbeit zu fahren, um Dinge zu machen, die ich nur für den Lebenslauf machte. Und auf das neue Umfeld, wo ich mich am Anfang echt unwohl gefühlt habe. Dazu kam noch, dass der Kontakt zu den alten Schulfreunden immer weniger wurde und man sich weiterentwickelte während der ganzen Zeit und man langsam das Gefühl hatte, irgendwie komme ich nicht mehr mit dieser Person klar, wie es früher mal war. Man fühlte sich fehl am Platz. Wie Saitama war ich verloren, einsam, steckte in meinem Leben fest, was wirklich deprimierend gewesen war. Doch während ich in dieser Situation teilweise die Hoffnung aufgegeben habe, ist sich Saitama der Situation bewusst und er versucht im Verlauf der Geschichte mit Genos, seinen neuen Kumpel und Schüler, neben einem würdigen Kampf noch einem anderen Ziel nachzugehen. Zu verstehen, was es bedeutet, ein Held zu sein und das seinen Mitmenschen mitzugeben. Da wurde mir klar, wie wichtig es ist, nicht aufzugeben, schwierige Situationen durchzustehen und sich immer Ziele und Pläne bereitzuhalten, um nicht stehen zu bleiben, bevor man wieder in dieses eine Loch fällt, wo man schon so lange versucht hatte, wieder rauszukommen. Und ja, mittlerweile rede ich in eine Kamera rein über die Dinge, die mich beschäftigen und euch hoffentlich gefallen oder sogar helfen, weil es mir einfach Spaß macht und Freude in mir weckt. Was soll ich sagen? In einer Zeit gefüllt mit Langeweile und Depression ist Saitama wohl der Held, den wir alle brauchten. Also geht da raus in die Welt und lebt ein Leben, wo eure Träume ein fester Bestandteil bilden. Anders als früher ist alles so viel einfacher und bequemer geworden,
dass die Komfortzone uns daran hindert, aus uns herauszuwachsen. Man muss selbstständig anfangen, seine Entwicklung voranzutreiben, mit guten Habits, einem Bullet Journal oder einfach dem richtigen Mindset, wozu ihr hier Videos findet. Empfangt die Schmerzen, Probleme und Fehlschläge, die euch auf dem Weg begegnen werden, denn diese werden euch den Sinn eures Lebens offenbaren. Und so bleibt nur noch eins zu sagen: Du bist signifikant.